Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns, die sehr technisch wird. Wir sind Yvonne und René und seit Anfang 21 unterwegs, die Welt mit dem eigenen Fahrzeug zu erkunden. Im Moment sind wir frisch in Zimbabwe eingereist und sammeln erste Eindrücke in den Eastern Highlands. Kommt mit und begleitet uns. Wir laden euch herzlich ein, um uns über die Schulter zu schauen. Los geht's! Anmeldung zum Botanischen Garten dann. Der kleine Südafrikaner. Da muss man ja erstmal glauben, dass das der richtige Weg zur Campsite sein soll. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass das einfach immer so ist. Jeder, der davon ausgeht, dass er irgendwie einen ordentlichen Zufahrtsweg irgendwo hin hat, nein, das ist in der Regel nicht so. Meistens sind die Wege zu einer Campsite auch irgendwie schon abenteuerlich. Da drüben ist wieder Mosambik. Wir befinden uns immer noch in der Grenzregion. Ich glaube ja, in Frankfurt im Botanischen Garten sind die Wege ein bisschen gepflegter als hier. René wollte eigentlich seine Machete mitnehmen. Da habe ich nur gesagt, wir sind doch in einem botanischen Garten. Ich habe schon gepflegte Beete gesehen. Aber, Wenn der Europäer botanischer Garten hört, dann denkt er an frisch getrimmten Rasen, alles gepflegt und geschnitten. Aber in Afrika ist das dann doch anders. Da muss erstmal der Europäer kommen und ein bisschen sauber machen. er hat gesagt, da muss erst mal der Europäer kommen und ein bisschen sauber machen. Ich übersetze mal wieder in dem von sich vor sich gebruspelten. Aber ich habe mir auch schon einen Sicherheitsstab vorbereitet. Wofür denn Sicherheitsstab? Hier gibt es keine Elefanten. Schlangen, Oh ja. Affenabwehr. Wenn das Dickicht hier zu weit rüber wuchert, kann ich das ein bisschen zur Seite halten, damit die Dame hier gut vorbeigehen kann. Oh, danke. Oh, das Moos ist total rutschig. Sie macht Geräusche wie bei asiatischer Kampfkunst. Da benutzt man aber keine Machete. Ich muss immer so machen. Die Spinne wehen weg. Man könnte jetzt auch denken, das wäre der falsche Pfad, den wir uns hier rausgesucht sind. Aber wenn man die Pfade, die wir mit dem Auto auf unsere Campsite gefahren sind, gesehen hat, dann wundert man sich nicht, dass die Fußwege so aussehen, wie sie aussehen. Ich muss jetzt mal meinen Guide fragen, ob er mir auch mal sagen kann, wo wir jetzt wirklich entlang laufen müssen, weil wir sind bis jetzt in die völlig falsche Richtung gelaufen. Wir laufen gerade an einem Pond vorbei. Und jetzt, Ja, aber den See, den ich ja vor Augen habe, der liegt ganz woanders. wir sind aber jetzt exakt am Pond. Hier. Aber der Weg ist schon richtig, wo wir hier Der Weg unterwegs ist sind. schon richtig. Die Band Und ist gleich gut. geht er da wieder hoch. Moment, wir müssen aber die anderen müssen noch da runter. Da müssen wir eigentlich hin. Es gibt noch einen Weg da runter. Es gibt doch einen Weg da runter. Ich will Du aber in den hast- gepflegten Teil. Ja, Und der ist Ja, bestimmt voll. hier oben. das sind auch, dass wir falsch sind. Aber jetzt gehen wir hier weiter. Aber er geht doch hier hoch. Tiergarten, da ist es Ja, doch. dann Flitz. Hopp. Ich muss hier immer erstmal die Schlangen aufschrecken, bevor man drauf wird. Ich mache hier immer die Spinnen weg eher. Das mag jetzt vielleicht lächerlich erscheinen, was ich hier mache, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier Schlangen sind, ist relativ groß. Ich gucke dafür nach oben. Zur Boomslang. Nicht ziehen! Da muss doch vorwärts gehen. Unter mir bricht der Ast zusammen.
Das nur, weil wir zu zweit draufstehen. Vor mir oben in den Bäumen, da sind die Affen. Ja! Das funktioniert schon so ein bisschen. Ein bisschen spannen, dann kann ich ja hochschnalzen. Ja! Das geht. Absoluter Schrottweg. Aber wenigstens stimmt die Himmelsrichtung und tatsächlich hier rechts gibt es sogar ein Schild. Scenic Drive. Das heißt, hier sollte man eigentlich fahren, noch nicht mal laufen. Ich glaube, wir haben ihn gefunden, den Botanischen Garten. Da, hier ist er. Nix wie rein. Das ist das Gewächshaus. Das ist der Botanische Garten. Das sieht aus wie ein gepflegter Garten. Aber wisst ihr, jetzt wächst hier mehr Gestrüpp, als man beim Laufen gebrauchen kann. Und dann pflanzen die das hier noch in einem Gewächshaus an. Hier wächst ja auch die legendäre simbabwische Pustefixia. Das sind hier diese Dinge, das ist quasi wie so eine Pusteblume, nur in groß. Wenn ich jetzt hier puste, passiert nämlich gar nichts. Und das ist die Eigenart dieser Pustefixia, dass sie auch bei Sturm und Wind standhält. Was bin ich froh, so einen klugen und extremst wissenschaftlich gebildeten Mann an meiner Seite zu wissen. Wir haben aber tatsächlich endlich den gepflegten Teil des Botanischen Gartens entdeckt. Immer noch die einzigen Besucher weit und breit. Genießen wir die Schönheit des Anwesens und fragen uns natürlich, was das mal war. Und für wen es denn aufrechterhalten wird. Immerhin wird es in der Reiseliteratur erwähnt und dient wahrscheinlich als Ausflugsziel für die Bewohner Mutares. Warum guckst du so? so? Einen leckeren Cappuccino und einen Muffin. Tja. Im Wumba Tea Garden. Aber wenn man hier reinguckt, sieht es so aus, als hätte es die letzten Tage hier keinen Tee gegeben. Das ist ja toll. Hinter uns ist eine Dame, die kam uns gerade entgegen hier von den Staff Houses und die hat gefragt, wie lange wir bleiben, und sie wäre jetzt gerade unten auf der Campsite gewesen und hat den Boiler für uns angeschmissen. Das heißt, wir können endlich wieder duschen. Das finde ich total geil. Ja, es ist Nötig. nötig. Nun habe ich mich todesmutig dem Wasserproblem gestellt, und wenn man sich das hier anguckt, das ist einfach nur komplett sandige Brühe. Das heißt, die letzte Wasserladung, die wir getankt haben, muss komplett sandig gewesen sein. Jetzt habe ich hier die Riesensauerei. Und ich habe vor allen Dingen keinen Ersatzfilter mehr dafür. Das ist nämlich schon mein Ersatzelement, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, jetzt mal gucken, ob ich den ein bisschen ausspülen kann. Das ist nur der Vorfilter. Aber das muss ja damit zusammenhängen, wir haben ja in Inasoro getankt und dort ist natürlich das ganze Wasser in den Leitungen durch den Cyclone, der da durchgeschossen ist, gab es ja überall die Überschwemmungen und dementsprechend ist natürlich das ganze Wasser auch versaut. Während ich gerade kalt geduscht habe, weil der Dunky noch nicht warm genug war und ich zu eilig hatte, sauber zu werden, kümmert sich mein Mann um unser Wasserproblem und ich höre ihn ironisch auflachen da draußen. Ich habe ja schon angefangen mit der Kamera mein Leid zu teilen. Das ist jetzt hier unser Keramikfilter, der Hauptfilter. Das ist auch einfach nur braune Brühe. Und das Beste ist jetzt aber, das Tollste, wenn ich den Kerl hier anfasse, da muss ich schon mit der Hand drüber gehen. Das ist einfach nur brauner Schleim. Das hat es in all unseren Jahren noch nie gegeben, dass wir so ein Mistplörre im Tank hatten. Jetzt geht der Chef hier erstmal auf Tankinspektionsreise. Gucken wir mal, wie das da drinnen aussieht. Oh ja. Lecker! Ach du Scheiße. Ah,
das trinken wir. Aufs Wohl. Jetzt pumpe ich hier erstmal die ganze Dreckblöre aus dem Tank raus, dass der leer ist. Und danach können wir den reinigen. Und das Wasser, was hier aus der Leitung kommt, habe ich eben mal getestet. Das ist deutlich klarer. Also dann tanken wir jetzt hier das andere Wasser. Und damit ist dann hoffentlich das Problem erstmal wieder gelöst. Handarbeit nennt man das. Ja, bei uns wird alles ordentlich gemacht. Mein schneller Schaffer, schon hat er es fertig. Der will nämlich auch unter die warme. Also er kriegt jetzt eine warme Dusche, weil bei mir war ja der Danki noch nicht fertig. Die habe ich mir auch verdient. Die hat er sich wahrlich verdient. Und danach sein Feierabendbier. Derzeit koche ich ihm dann auch brav. Und während ihr dem Zug der Wolken zuschauen könnt, wieder ein kleiner Reminder. Haut jetzt auf den Abo-Button, das hilft unserem Kanal zu wachsen und motiviert uns immer wieder aufs Neue, uns weiter zu verbessern und jede Woche einen weiteren Film rauszubringen. Danke! Alarmstufe Rot im Wasserhaushalt Tembo. Unter unserem Auto läuft Wasser raus. Im Staukasten haben wir es nicht gesehen, aber René hat eben gemerkt, dass es unter dem Teppich ist. Muss erstmal schnell alles ausgeräumt werden und geguckt werden. Die Pumpe hat nämlich auch nicht aufgehört zu pumpen seit gestern. Hier, der ist es. Der Kerl ist undicht. Der ist unten drunter nass, der ist... Das ist doch, wie vermutet schon, dieser blöde Ausgleichsbehälter. Ja. Ja, der muss raus, der tropft unten. Jetzt mache ich seit gefühlten Tagen mit der Wasseranlage hier rum. Bald baue ich sie ganz neu. Aber hier in Simbabwe kriegt man leider nicht das Material, was man dazu bräuchte, um einmal alles neu zu machen. Machen wir erstmal einmal trocken. Nach einer kurzen Entspannung in der Frühstückspause, weil man dachte, dass der Schaden behoben ist, geht es hier doch jetzt weiter. Wir haben doch in der einen Ecke Stand unter Dosen und Öl, Olivenöl, etwas mehr das Wasser. Und René überlegt mir schon die ganze Zeit, jetzt doch den Staukasten mal richtig leer zu räumen und auch den Wassertank anzuheben und den Linoleumboden eben darunter rauszuschneiden, damit das Holz mal durchtrocknen muss. Dazu finde ich persönlich, sollte man halt irgendwie, ich meine, wir haben einen wunderschönen Blick, aber wir haben hier keinen Strom. Unser Umwandler hat heute schon den Geist aufgegeben, weil wir auch in der Batterie keinen Strom mehr haben. Vielleicht sollte man dann etwas klüger stehen, wenn man schon Geld ausgibt und dann halt auch die Zeit ein bisschen besser nutzen können, anstatt nur draußen zu sitzen und zu lesen, während das Zeug hier jetzt trocknet. Okay, das spricht erstmal für einen geordneten Umzug. Tada! Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Es ist die sagenumwobene Pumpe. Kaputtbare. Genau, die eigentlich gehen diese Pumpen mir nicht kaputt, aber die ist hier hinten dran, ist sie undicht. Aus dem Gehäuse, da ist feucht. Aber ich muss jetzt halt mal zerlegen, gucken, ob ich das Gehäuse abdichten kann. Aber das ist das Problem. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich will dann jetzt mal ankommen und nicht immer in der Luft hängen. Dann können wir alles auseinandernehmen. Du kannst alles auseinandernehmen, reparieren und Gutes. Aber es ist ja schon mal gut, dass man weiß, wo das Problem wohnt. Halleluja. Das ist ja immer das Wichtigste. Erstmal wissen, was überhaupt kaputt ist. Und danach kann man sich Gedanken machen, wie man es wieder repariert. Wir haben jetzt gerade auf dem Rausweg aus dem Botanischen Garten noch einen der Mitarbeiter mitgenommen. Er hat uns angehalten unten im schönsten Teil des Gartens und hat gefragt, ob wir ihn mit nach oben nehmen können, weil das ist doch schon mal ein ganz schöner Anstieg bis zum Haupttor. René macht das ja zum Spaß, aber das macht ja nicht jeder zum Spaß. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg wieder zurück nach Mutare, weil wir ja immer noch unser Wasserproblem haben und da wollen wir uns dann jetzt mal ausbreiten und alles trocknen und da will ich mal an einem Ort ankommen, damit das Chaos etwas geordneter ist oder abläuft, weil da geht es ja schon in die tiefsten Keller
unseres Fahrzeuges. Und das immer so zwischen Tür und Angel zu machen, ist immer doof. Rein, raus, weil wir müssen ein bisschen gucken, dass wir das ameisengeschützt machen vielleicht. Und halt eben unser Stromproblem, welches ja keines ist, aber jetzt an einem Platz, wo wir keinen Strom laden können und auch keine Sonne jetzt war, haben wir dann doch früher oder später ein Stromproblem im Auto und dem wollte ich entgehen. So, wir treffen andere Oberländer auf der Straße, das ist ja hier aufregend. Belgier mit Wohnwagen, ist ja ein Traum. Kaum angekommen, schon machen wir hier mal das schöne Chaos. Erstmal einen Staukasten wieder ausgeräumt, zum 27. Mal irgendwie gefühlt die Tage. Der Übeltäter für unsere Wasserleckage ist eindeutig jetzt definiert. Es ist tatsächlich die Wasserpumpe. Die aus dem Gehäuse sifft die Wasserpumpe raus, weil mein Lappen, den ich da drunter getan habe, der ist schon wieder patschnass. Und das ist erst eine Stunde jetzt her oder 2 Stunden. Deswegen, jetzt wird die Wasserpumpe ausgebaut. Begleitend hole ich jetzt einmal den Tank raus, um unter dem Tank wieder richtig trocknen zu können, weil das ist kein Zustand. Ja, jetzt haben wir hier alles ausgekramt. Wir haben uns jetzt hier auf so einem Golfplatz. Hier können wir campen, das ist ganz praktikabel. Die Sonne scheint, es ist trocken, jetzt können wir uns hier mal ausbreiten. Ich bin gespannt, was ihr so zu unserem Problem sagt. Es wird auf jeden Fall technisch und das fast ungekürzt, wie von euch gewünscht. Wir sind jetzt hier in Mutare angekommen, stehen auf einem Golfkurs, sind erstmal abgelenkt worden, weil andere Reisende, eine belgische Familie gekommen ist. Haben wir jetzt erstmal sprechen müssen. Und jetzt widmen wir wieder uns unserem Wasserproblem und René stellt wieder neue Probleme fest. Nee, nicht ganz, aber ich dachte, ich kriege den Tank leichter raus als geplant. Das wird eventuell ein bisschen anders. So, wir müssen mal möglichst viel Zeug vorne ins Fahrerhaus umlagern. Jetzt kommt der lustige Teil, Wasser raussaugen aus dem Tank heraus. So, Frau, einmal hier, du musst einmal reinkommen, vor allen Dingen jetzt auch noch. Du hältst den jetzt in den Tank rein. Den hier. Genau, und ich gehe raus und sauge an. Ist drin? Nein, noch nicht. Jetzt. Es läuft, es läuft. Läuft. Der Trick, ich gebe es zu, den Schlauch vorher einmal mit Wasser füllen, weil dann zieht es direkt an. Ansonsten muss man saugen wie ein Weltmeister. Und da habe ich ja gar keine Lust zu. So, jetzt pumpen wir den erstmal leer. So, jetzt schrauben wir mal den Befüllschlauch ab. Oh, das sieht aus, geht ja sogar leichtfertig runter. Das ist ja ein Traum. Weil der Entlüftungsschlauch, der ging ihm schon mal ganz schön schlecht ab. Hier drüben haben wir schon mal alles losgeschraubt. Jetzt hoffen wir, dass der auch rauskommt dann gleich. Hier fluffig geht das. Hier läuft ein bisschen Brühe aus. Das wollen wir gerade nicht. Das habe ich befürchtet. Das Ding muss raus. Warte mal, wenn der hier wegkommt. Okay, drüben der muss abgeschraubt werden. Es könnte klappen. So, der war eben ein bisschen im Weg, der Schnuddel. Der ist, ach guck mal, wie lecker schleimig. Und während mein Mann Tempo trockenlegt, noch ein paar schnelle Fakten zum Lande. Circa 15 Millionen Einwohner auf einer ähnlichen Fläche wie Deutschland und Belgien zusammen bedeuten nur 39 Einwohner pro Quadratkilometer und noch viel Platz für Flora und Fauna. Und man kann in vielen Teilen des Landes noch die Big Five antreffen. Es wird auf jeden Fall spannend, dieses Land zu bereisen. Und gleich haben wir den Übeltäter draußen. Dann läuft mal ein bisschen Wasser wieder. Oh, Sackzement, das will ich gerade nicht. Ich will nicht noch mehr Wasser. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir den Corpus Delicti. Das ist der Übeltäter. Und wahrscheinlich kann man das hier sehen. Da überall
kalkt das einfach so raus und deswegen ist wahrscheinlich an den Stellen die Dichtung undicht. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich die Pumpe einfach zerlegen kann und die dort neu abdichte. Schönen guten Morgen und wie bereits angedroht kommt heute die Wasserpumpenreparatur. Unsere kleine, was haben wir hier eigentlich? Eine alte Schurfloh, da ist ja das Gehäuse undicht geworden und sabbert uns die ganze Zeit ins Auto rein. Und das will ja keiner. Setzen wir erstmal die Professorenbrille auf und sagen wir, hier kann man das überall relativ gut sehen. Da ist das schon so oxidiert alles. Ich weiß gar nicht, ob das Kunststoff oder ein Alu-Gehäuse hier unten ist. Das könnte sogar Alu hier unten sein und dann haben wir so eine Alu-Fraßkorrosion und die drückt wahrscheinlich das Kunststoffelement oben ein bisschen weg und deswegen ist die nicht mehr richtig dicht an der Stelle. Meine Vermutung. Das heißt, gehen wir her, jetzt schrauben wir erstmal eine ganze obere Einheit ab und gucken uns mal an, wie das da drin aussieht. So, jetzt gucken wir mal. Ah, gut, Schrauben gehen schon mal auf, das ist relativ erfreulich. Wichtig ist ja, da wir nicht wissen, wie das da drinnen aussieht, dass wir das... Oh, die geht natürlich nicht auf, das ist die wahrscheinlich die ganze Zeit da unten im Wasser steht. Ah, so. Jetzt brauchen wir mal hier... Oh, Sackzement, die will jetzt noch nicht so richtig. Entscheidend ist, dass wir sie nicht rund machen. Ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich erstmal für so ein Tutorial mich ordentlich mal anziehe. Und jetzt versuchen wir nämlich mal, uns hier eine etwas bessere Position zu schaffen. So, jetzt geben wir dem Ganzen mal etwas mehr Druck. Boah, Sackzement. Die will ja gar nicht. Ich habe mich jetzt noch mal mit ein bisschen Kriechöl bewaffnet. Weil das Problem ist, wenn wir die Schraube hier abreißen hier oben, das wäre absolute Tragödie, weil dann kriege ich die Pumpe nie mehr abgedichtet. Also diese Schraube muss auf jeden Fall in ganzem Zustand da raus. Ich probiere es jetzt mal mit der Zange. Ich habe eine sehr gute Rohrzange, die guten Grip hat, mit der kann ich auf die Schraube hier drauf greifen und probiere damit mal die Schraube jetzt vorsichtig zu drehen. Jetzt habe ich einen sehr großen Hebel, da ist die Gefahr, dass man die Schraube abreißt. Aber das geht schon echt schwer. Aber sie dreht sich ein bisschen. Jetzt weiß ich noch nicht, dreht sie sich raus oder dreht sich jetzt der Kopf oben ab und sie schert ab. Boah, ich habe echt Angst. Sehr heikel. Ich mache erst noch mal einen Tropfen Sprüh drauf und lasse es noch ein bisschen einziehen. Ich glaube, hier ist Geduld gefordert. Ich kriege sie auf die Art, kriege ich sie quasi so halb millimeterweise gedreht. Und das wahrscheinlich hier unten wird ein Alugehäuse sein und da ist jetzt schön diese Schraube in dieses Alu rein korrodiert. Und da. Weil kaputt ist kaputt, dann haben wir keine Wasserpumpe mehr. Das wäre doof. Ja. Ich weiß es gerade nicht. Auf der anderen Seite gebe ich ja nicht so gerne auf. Ich sag mal, hätte ich jetzt adäquates Werkzeug, dann wäre das ja nicht schlimm. Zur Not ist halt die Schraube abgerissen, blöd trotzdem, aber dann könnte man sie rausbohren, könnte ein neues Gewinde reinschneiden. Aber dieses Werkzeug habe ich hier natürlich nicht dabei in unserem kleinen Tempo. In Laila habe ich das natürlich alles. Ja. Ich glaube, eben habe ich es getan und habe die Schraube abgerissen. Kannst du die Kevin gleich mal fragen, ob... Da ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Ja, aber jetzt können wir sie trotzdem zerlegen. Ich denke gerade, vielleicht habe ich sogar Glück jetzt im Unglück und kann, weil der Zapfen ist hier oben abgerissen, wenn dieses Stück noch steht, vielleicht kann ich es dann mit der Zange rausdrehen, wenn ich da dann vorsichtig das vorher noch mit Rostlöser einweiche. Bisschen abgeäfft bin ich jetzt schon, aber ja, ist jetzt erstmal so. Und ich meine, das ist ja nicht die erste Schraube, die ich in meinem Leben abreiße.
Man hat es ja gespürt in Wahrheit. So, alle Schrauben draußen. Jetzt gucken wir, was hier passiert. Und trotzdem schön vorsichtig machen, weil falls da eine Komplettdichtung ist, dass wir die nicht kaputt machen. Jetzt hängt das natürlich hier, da wo die alte Schraube noch drinnen ist. So, da haben wir sie. Da ist die Übeltäterschraube. Boah, ob ich die rauskriege. Wir werden es probieren. Er bruspelt vor sich hin, jetzt wenn ich mal die Kamera Ja, anlege. ich wundere mich, dass ich das Ding nicht abgezogen bekomme, das ganze Teil hier vorne. Aber diese Schraube ist quasi so eine Schraube und die geht bis da unten rein. Jetzt versuchen wir den ganzen Pumpenkopf hier abzumachen. Da. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Haben wir schon mal das in der Hand. Und jetzt können wir versuchen, diese Schraube da rauszuwürgen. Jetzt hat der kleine Professor den Rest der Schraube abgerissen. Und ja, jetzt müssen wir das mal flach feilen und dann versuche ich das Ding rauszubohren. Mal gucken, ob das klappt. Gefühlt eine Stunde später und ich bin ungefähr 0,3 mm schon tief gekommen. So, erster kleiner Erfolg. Einmal den Bohrer komplett durch die Schraube durchgeschickt. Jetzt kann ich mal gucken. Ist natürlich nicht genau mittig, das heißt das Originalgewinde habe ich ein bisschen beschädigt. Aber ja, nehmen wir jetzt erstmal so hin. Jetzt versuchen wir mal die Reste von der Schraube noch rauszukriegen. Vielleicht bohren wir noch mal eine Runde weiter auf, aber das untersuche ich jetzt erstmal. Und da, wo jetzt vorher die Schraube war, die abgerissene, da baue ich mir jetzt quasi einen Stehbolzen rein. Ich hoffe, dass ich ihn weit genug reinbekomme. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und der klemmt jetzt fest genug da drin, sodass wir dann nachher mit der Mutter im Prinzip das wieder anziehen können. Ich glaube, so habe ich eine recht praktikable Buschlösung gefunden. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jetzt sägen wir die Schraube hier oben noch ab und danach ist alles gut. Jetzt könnte man sich schon noch fragen, wo hat der Typ eigentlich diese Schraube her? Das ist einfach ein nicht weggeschmissenes Überbleibsel von der Rückfahrkamera, die ich vor ungefähr einem Jahr in Port Elizabeth, Südafrika gekauft habe. Und das war so eine Schraube von der Halterung. Also was lernen wir daraus? Nichts wegschmeißen, vor allem wenn es klein ist und nicht so schwer. Tipptopp. Mutter immer vorher drauf lassen, dass man sie runterdrehen kann, damit das Gewinde danach auch funktioniert. Weil wenn man auf ein abgesägtes Gewinde versucht, eine Mutter drauf zu fuddeln, ist das meistens ein bisschen problematisch, weil man ja irgendwelche Kanten hat. Damit bin ich erstmal sehr zufrieden. Jetzt können wir die Pumpe wieder zusammenbauen. Das heißt, abdichten müssen wir sie noch, was ja der eigentliche Auftrag war. Jetzt mache ich noch mal schön die ganzen Dichtflächen hier richtig sauber, weil da ist ja überall so ein bisschen Kalk und sowas drauf. Essigreiniger wäre eine gute Idee, jetzt das könnte ich mal nehmen. Genau, machen wir das hier mal alles richtig sauber und danach können wir es wieder zusammenbauen. So, mal die Dichtung wieder einsetzen. Das ist aber nicht die wasserdichtende Dichtung, sondern das ist quasi nur eine Gehäusedichtung. Gehäusedichtung von der Membraneinheit, und dass das da sauber drauf flutscht. Drehen wir das mal in die richtige Richtung. So. Kommt ein bisschen das Problem, was ich vermutet hatte, dass es hier an der Stelle etwas klemmen könnte, weil wir da diese Buchse so ein bisschen aufgebohrt haben. Da ist sie ein bisschen verdöllert. Jetzt probieren wir jetzt mal, ob wir die vorsichtig ein bisschen dran schlagen können. Wahrscheinlich geht es, ohne was zu zerstören.
Ne, die müssen wir noch ein bisschen ranschleifen, so wie es aussieht. Schauen wir noch einmal, ob es jetzt reicht. Sackzement. Das flutscht nicht, wie ich es gerne hätte. Ne, da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Erstmal die Hürde, das schon vor längerem benutzte Silikondichtmasse. Das ist die beste, die ich für sowas gerade habe. Die erstmal wieder betriebsbereit zu machen. Weil das immer schön alles antrocknet. So, mal gucken, ob hier was rauskommt. Oh ja, es kommt was raus. Ein Traum. Das versuchen wir hier mal ganz vorsichtig eine dünne Naht hier drum zu ziehen. Ob das die fachlich-sachliche richtige Variante ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ist besser als keine Lösung. Meine Theorie zumindest. So, Deckel wieder drauf. Schau. Es quatscht überall was raus, das finde ich gar nicht so schlecht. Schrauben rein. So, Nummer 1 greift sogar. Versuchen wir das mal gleichmäßig hier anzuziehen. Das mal mit hier hin. Das sieht ja ganz vielversprechend aus. Ich mache jetzt erstmal weiter. Jetzt können wir und auch ihr hoffentlich durchatmen, denn die Reparatur ist erst einmal abgeschlossen und nachdem Tembo wieder eingeräumt ist, kann René beim Spiel mit unseren belgischen Nachbarn hoffentlich abschalten und die super gepflegte Umgebung des Golfclubs in Mutare genießen. Die erste Amtshandlung am Morgen ist erstmal die Dichtheitsprüfung der Wasserpumpe. Das erscheint nämlich sehr wichtig. Das Ding durfte jetzt mal über Nacht mal durchtrocknen, mein Babbisch. So werden wir uns mal technisch ausstaffieren. Über Nacht nicht offen. Nein, die Klappe war selbstverständlich zu. Also, Sackzement. So, jetzt legen wir hier zur Seite. Ja, Silikondichtmasse fühlt sich trocken an. Jetzt bauen wir uns ein Prüfgerät da unten drunter, nämlich einfach einen Lappen. Und wenn der nachher nass ist, dann wissen wir genau, das System ist nicht dicht. Doch wie es weitergeht, erlebt ihr erst nächste Woche. Wir sagen auf diesem Wege danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Tschüss und bye bye.